ganz herzlich willkommen zurück. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind bei der zweiten Ausgabe von All Eyes on Experts Favorites. Sie kennen das Format mittlerweile ja bereits. Wir haben verschiedene Experten gefragt, was denn ihre Favoriten sind unter den Gewinnern beim German Design Award 2021. Und auf den heutigen Experten habe ich mich ganz besonders gefreut, denn es ist Boto Bär. Boto Bär ist Projektleiter vom German Design Award, hat aber auch schon andere Projekte geleitet, wie zum Beispiel die Iconic Awards oder auch einen Nachwuchs-Award. Vor allem aber, Boto, hast du einen ganz tollen Überblick natürlich über alle Produkte und alle Gewinne. Aber jetzt erstmal herzlich willkommen. Vielen Dank. Ich bin ganz gespannt, wofür du dich jetzt entschieden hast. Du darfst es aber nicht selber sagen, sondern wir haben dazu einen kleinen Film vorbereitet und den schauen wir uns jetzt auch direkt an. So, Boto, jetzt ist es sportlich geworden, denn du hast deinen Favoriten nämlich selber hier ins Studio gebracht. Es ist dieses Fahrrad. Warum? Ja, das ist das neue Cargo FS 200. Endlich mal wieder ein Produkt, wo die Designer in der Gestaltung, aber auch die Techniker in der Umsetzung wirklich meiner Meinung nach von Anfang bis Ende gedacht haben und ein Produkt unter dem Aspekt Sicherheit herausgebracht haben, das mich persönlich begeistert und ich es deshalb als meinen persönlichen Favoriten ausgewählt habe. Ich selbst habe mich mit dem Thema Lastenrad beschäftigt bei der Frage, wie möchte ich mich zukünftig mobil in der Stadt bewegen. Das Auto ist unpraktisch geworden, man muss flexibel sein, die Rahmenbedingungen haben sich geändert mit Kindern, mit Einkäufen. Und dann bin ich sehr schnell bei dem Thema Lastenrad eben angekommen und habe dann mich ein bisschen erkundigt, was gibt es auf dem Markt und habe dann 2019 zuerst auf der Eurobike das Konzept von Cargo gesehen und das Konzept war von Anfang an das Thema Sicherheit, Transportsicherheit. Und damit haben sie genau meinen Nerv getroffen, weil das war mir das Wichtigste, dass zum einen natürlich in erster Linie die Kinder sicher transportiert werden können. Und dann habe ich diese gesamte Entwicklung von der Konzeptphase bis jetzt zum ersten Serienfahrzeug mitverfolgt, mitgefiebert und lange gewartet, bis es dann endlich auf den Markt kommt. Und jetzt ist das erste Serienfahrzeug da. Und das hat einfach viele kleine Aspekte, die mich davon überzeugt haben, dass dies ein sehr gutes, durchgedachtes Produkt ist. Und das fängt eben auch schon an, dass alleine schon, also wir sehen es schon vom Design. Das Design, ich finde es sehr schön, das ist natürlich ein persönlicher Geschmack. Ich finde es sehr schön, da haben sich die Entwickler, die Designer ein bisschen sehr stark in der Automobilindustrie Dinge abgeschaut, eine Stromlinienförmung, Form für ein bisschen Aerodynamik. Einen tiefen Schwerpunkt, damit man ein sportlicheres Fahrgefühl hat. Das sind nur jetzt erste Dinge, die man von außen natürlich sieht, aber viele Dinge sind dabei, die man eben erst im Detail oder bei näherer Betrachtung, wenn man sich damit beschäftigt, vielleicht entdecken kann. Und das sind einfache Dinge, die einem aber im Alltag helfen, wie zum Beispiel ein Seillenkzug, der es ermöglicht, ein Rad bis fast 90 Grad, das Vorderrad bis fast 90 Grad zu drehen, was einem erstmal ermöglicht, in kleineren Straßen sehr schnell zu wenden. Und man kennt das, wenn man schon mal ein Lastenrad gefahren ist bei anderen, dass man da nicht die ganze Zeit hin und her rangieren muss, bis man mal die Seite gewechselt hat. Und neben solchen Sachen fällt auf, es ist eine große Box dabei. Die Box ist aus einem stoßabsorbierenden Partikelschaum gefertigt und auch hier haben sie nicht einfach nur gesagt, wir machen eine Box, sondern wir machen die Box mit verschiedenen Oberflächen für die verschiedenen Bedingungen. Oben ein bisschen rauer für Stöße, die vielleicht auch von Kindern oder von Kisten beim Einkauf, die man reinsetzt. Innen wieder ein bisschen glatter. Damit man, wenn die Kinder zum Beispiel ihre Arme ablegen, damit das Material nicht so schnell verschleißt. Und dann natürlich auch, haben sie da auch im Gestaltungsaspekt viel berücksichtigt. Zum einen, das sieht man jetzt im Licht natürlich nicht, sind hier vorne an den Seiten komplett Reflektoren angebracht, wie auch in den Reifen. Wir haben eine Einstiegshilfe für die Kinder. Und was auch sehr interessant ist, ist, dass der Akku, das ist zum Thema Schwerpunkt, was ich vorhin gesagt habe, schon der Akku ist unter der Box verbaut, was schon mal im Leerzustand dafür sorgt, dass man immer ein gutes Fahrgefühl hat und kein Gefühl hat, dass man ein bisschen auf der Straße rumeiert. Und zum Thema Kindersicherheit habe ich schon kurz gesagt, da haben sie sich auch was Schönes einfallen lassen. Die Kopfstützen lassen sich höhenverstellen, beide einzeln, das ist eine wunderbare Geschichte.
Und zudem lassen sich die natürlich hier einfach ganz, ganz leicht lösen. 5-Punkt-Gurt, sichere Sache, sind, glaube ich, mit die einzigen, die das machen heutzutage. Hier haben wir noch die festgekletteten Schützer für die Schultern, damit die Kinder es auch schön bequem haben. Und was hier auch man direkt vielleicht sieht, der eine oder andere, der schon mal Lastenrad gesehen hat, eine sehr hohe Schulterlinie, sodass die Kinder einfach tief drin sitzen und man bei eventuellen Gefahren von der Seite geschützt ist. Und zum Thema Gefahren auch, dass sie sich Gedanken gemacht haben, wo befestigen wir eigentlich die Box? Hier sehen wir nämlich zum Beispiel, hier vorne sehen wir keinen Rahmen an den Stellen. Das heißt, Fußgänger sind geschützt, da ist die Box darüber gelegt. An den Seiten wiederum sind die Kinder innen geschützt, da verläuft der Rahmen außen. Das sind so diese kleinen Feinheiten, die am Ende dafür sorgen, dass das Gesamtpaket ein sicheres wird. Und man könnte jetzt lange weitermachen. Ich merke schon, da ist ganz viel Herzblut dabei. Ganz viel Herzblut dabei. Ich habe mich sehr lange damit beschäftigt und wie gesagt, seit 2019 ist viel Zeit vergangen. Und da könnte ich jetzt sehr, sehr viel darüber erzählen, aber auch einfach, dass was mich so begeistert hat, ist die Firma an sich, dass die einfach sich nicht hingestellt haben, gesagt haben, wir machen jetzt hier ein Produkt, wir wollen Geld verdienen, Lastenräder sind gerade gefragt. Nein, es hat so lange gedauert, weil sie sich die Zeit genommen haben, weil sie eben Dinge nochmal überdacht haben, neu entwickelt haben, damit es einfach ein gutes, qualitativ hochwertiges Produkt ist, was es am Ende jetzt auch geworden ist. Also mich hast du auf jeden Fall überzeugt. Ist eine tolle Geschichte. Schön, dass du da warst. Vielen, vielen Dank, Boto, dafür. Unbedingt. Und wenn Sie sich auch weiter überzeugen lassen wollen von vielleicht anderen Produkten, bleiben Sie auf jeden Fall dran. Auf der All Eyes On Website finden Sie andere Experten, die nochmal andere Gewinnerprodukte und Projekte vorstellen. Also es bleibt spannend. Auf Social Media genauso. In der Zwischenzeit wünsche ich Ihnen aber alles Gute. Bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal.